Warum bist du denn so nachdenklich? Och, mir fiel nur gerade ein, dass wir uns heute seit 2 Jahren zum ersten Mal auf einige Tage trennen. Aber Kind, es sind ja nur 2 Tage. Und du bleibst bestimmt nicht länger, Mutter. Sicher nicht. Ich bin bestimmt übermorgen wieder bei dir. Also, sei schön fleißig, Lisa. Kümmere dich ein wenig ums Haus und gib auf die Mädchen acht. Ja, Mutter, natürlich. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Grüß schön. Lisa. Tag, Hilde, wartest du schon lange? Nein, ich bin gerade gekommen. Ist deine Mutter weg? Ja, eben. Fein, gratuliere. Und wie ist das Festprogramm? Wohin gehst du heute Abend? Schlafen? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Du wirst die 2 Tage nicht ausnutzen? Wozu denn? Aber wenn du heute Abend ausgehen willst, ich hab was für dich. Wo sind denn die her? Ich weiß nicht, an Wolte hat sie gebracht. Anonym? Ach, wie aufregend. Vielleicht hat sie einer von den Jungs aus dem Konservatorium geschickt. Ach, ausgeschlossen. Die werden doch keine Karten kaufen. Platz Nummer 2 und 3. Na, da möchte ich wetten, dass der gütige Spender auf Platz Nummer 1 sitzt. Meinst du nicht? Ja, du kannst recht haben. Jetzt glaube ich auch, dass ich weiß, wer die Karten geschickt hat. Wer denn? Der Herr dort drüben. Ach, wie kommst du denn darauf? Ach, schau nicht so hin. Komm. Bitte 2 Nussnugat. Erzähl schon. Also hör mal, dieser Herr dort drüben stand gestern vor unserem Haus und heute früh wieder. Und vorhin ist er uns bis hierher nachgefahren. Ach, wie aufregend. Schau nicht so auffällig rüber. Donnerwetter, der sieht aber gut aus. Komm jetzt. Ach, der sieht ja großartig aus. Also ich gehe hin heute Abend. Das ist gut. Und du gehst mit. Du darfst mich nicht im Stich lassen. Sei keine Spielverderberin. Mit dir zusammen kann ich wenigstens bis 10 Uhr abends ausbleiben. Also schön. Aber du sitzt neben dem Platz Nummer 1. Platz Nummer 1. Bitte hier, mein Herr.
danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass... Dass Sie gleich wieder gehen, natürlich. Nein, Nicht? Wie schön. das heißt doch. Ich wollte nur ein Missverständnis aufklären. So? Ja, denn ich habe vorhin im Konzert gar nicht Ihnen zugenickt, sondern meiner Freundin. Dann danke ich es eben diesem kleinen Missverständnis. Die Hauptsache ist, Sie sind da. Darf ich mich erkundigen, wie Ihnen das Konzert gefallen hat? Selbstverständlich wunderbar. Ich fange erst an, Klavier zu spielen. Sie sind sehr bescheiden. Ihr Professor vom Konservatorium setzt große Hoffnungen auf Sie. Wieso kamen Sie überhaupt dazu, mir Karten zu schicken? Einfacher, als Sie denken. Ich kenne außer einem alten Kollegen keinen Menschen in dieser Stadt und hatte 2 Karten übrig. Da sah ich Sie im Konservatorium und erkundigte mich, wo Sie wohnen. Ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen bedankt. Und das dürfen Sie nicht sagen. Wenn Sie wüssten, was Sie für eine Freude damit gemacht haben, dass Sie gekommen sind. Jetzt muss ich aber nach Hause. Selbstverständlich. Sie halten mich wohl für sehr inkonsequent. Bestimmt nicht. Schließlich sind Sie doch eine erwachsene junge Dame. Trotzdem, es ist das erste Mal, dass ich unter solchen Umständen Bekanntschaften schließe. Bereuen Sie es? Nein, ich will Ihnen auch den Grund sagen. Ich war neugierig. Ich wollte auch einmal ein Abenteuer haben. Die Mädels im Konservatorium machen immer so viel Aufhebens davon. Schade. Ich war also nur ein Versuchsobjekt. Sind Sie jetzt böse? Nein, nur traurig. Das verstehe ich nicht. Sie wollten doch nur einen netten Abend verbringen. Ist es denn nicht nett? Ehrlich gestanden, der nette Abend war mir weniger wichtig, als die Freude, einen bezaubernden Menschen gefunden zu haben. Werde ich Sie morgen wiedersehen? Das ist ganz ausgeschlossen. Warum? Morgen habe ich Platz ins Konservatorium. Und vorher? Geht es gar nicht. Und später? Wirklich ganz ausgeschlossen. Dann lassen Sie mal das Konservatorium im Stich. Mir zuliebe. Ich erwarte Sie bestimmt um 5 Uhr am Konzerthaus. Sie werden kommen? Ich glaube nicht. Sie haben Ihre Musikmappe liegen lassen, gnädiges Fräulein. Ja, danke. Aber komisch, als Sie mir das erklären wollten. Der ist überhaupt lächerlich. Was machen denn Sie hier? Ich warte auf Sie. Es gab ja für mich keine andere Möglichkeit, Sie wiederzusehen. Aber das geht doch nicht. Der Professor muss jede Sekunde kommen. Der kommt nicht. Der Professor bin heute ich. Ah. Sie wissen doch, dass ich über glänzende Beziehungen zum Konservatorium verfüge. Na, Überraschung gelungen? Das freut mich. Wie haben Sie denn Ihre ehemalige Schülerin wiedergefunden? Großes Mädel geworden, nicht? Na, nun machen Sie mir keine Schande und hören Sie genau hin, wenn Ihnen schon ein so verrückter Mann Unterricht gibt. Herr Kollege,
Professor, ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Sie sind sehr frech. Und Sie sind sehr hässlich. Einfach nicht zu kommen. Also, wollen wir arbeiten? Bitte? 12. Sonate von Mozart. Der erste Satz der A-Dur-Sonate von Mozart hat Variationsform. In der ersten Variation wird der Rhythmus verändert. Der harmonische Vorgang dagegen bleibt unverändert und die Melodie wird derartig abgewandelt, dass sie dem Ohr noch erkennbar bleibt. Und zwar werden ihre Spitzentöne beibehalten und durch frei eintretende Halbtonvorhalte hervorgehoben. Die Dreistimmigkeit des Themas ist auch in der ersten Variation vorherrschend. Doch wird dadurch, dass die beiden unteren Stimmen lediglich die Pausen der Melodie ausfüllen, aus dem Miteinander der drei Stimmen ein Nacheinander. Der Tendenz der Melodie, sich vom klanglichen Beiwerk zu lösen und dem ureigenen Wesen jeder Melodie, nämlich der Einstimmigkeit näher zu kommen, wird damit nachgegeben. Diese Technik, bei der sich die Stimmen in rhythmischer Hinsicht ergänzen, bezeichnet man als komplementäre Rhythmik. Ist Ihnen das klar, Fräulein Lisa? Lassen Sie mich. Das ist ja unmöglich. Was ist unmöglich? Diese Heimlichkeiten liegen mir nicht. Morgen kommt meine Mutter zurück. Da muss doch alles zu Ende sein. Ich bin nicht gewohnt, Sie zu belügen. Und jetzt müsste ich es tun. Wir wollen uns Adieu sagen. Wirklich. Es ist besser so. Lisa. Und wir dürfen uns auch nicht wiedersehen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch. Und nicht wahr, Sie werden auch nicht mehr an mich denken. Versprechen Sie mir das. So, Kind, nun erzähl du mir mal, was du gemacht hast in den 2 Tagen. Ach, eigentlich gar nichts. Warst du aus? Ja, vorgestern mit Hilde. Im Kino. Was nett? Mhm. Ach, gnädige Frau, wenn gnädige Frau einen Augenblick herauskommen wollten, da ist eine Frau. Ja, ich komme. Was ist denn, Kind? Du, dein neues Kleid ist da. Komm, nur einmal schnell anlegen. Na, fabelhaft, wunderbar siehst du aus. Ich habe doch die schönste Mutter von der ganzen Welt. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Ludwig, ich kann jetzt nicht. Eine Dame ist draußen, mit der ich gerade spreche. Ach, entschuldige, das habe ich nicht gewusst.
Wie schön, dass Sie gleich am Apparat sind. Aber Sie können mich doch hier nicht anrufen. Ich muss Sie heute noch sprechen. Unmöglich. Doch, Sie müssen es möglich machen. Ausgeschlossen. Lisa, ich reise morgen ab. Sie reisen ab? Ja, und ich muss Sie noch einmal sehen. Und wenn es auch nur 5 Minuten sind. Ich hänge jetzt ab. Dann rufe ich jede Viertelstunde an, solange bis Sie Ja sagen. Von 10 Uhr an warte ich, in einer Taxe an der Ecke, bis Sie kommen. Ja. Lisa, haben Sie gehört? Ja? Machen Sie sich keine Gedanken. So sonderbar es auch klingen mag, aber hier sind wir ganz allein. Hier kümmert sich keiner um den anderen, Sie treffen keine Bekannten und hier können wir ungestört sprechen. Ich weiß nicht. Aber nur eine halbe Stunde. Eine paar Mal. Sind Sie mir immer noch böse, dass ich angerufen habe? Ich habe Sie doch so sehr gebeten. Als meine Mutter schlafen gegangen war, musste sie mich aus dem Hause stehlen. Ich konnte nicht anders. Es war mir unmöglich abzufahren, ohne Sie noch einmal gesehen zu haben. Lisa. Warum so still? Sind Sie gar nicht ein wenig froh, dass wir noch einmal zusammen sind? Wohin reisen Sie? Nach Paris. Morgen früh. Und Sie werden lange dort bleiben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Im Augenblick kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, wegzufahren. Aus dieser Stadt. Von dir. Was wisst denn ihr, was Liebe ist, wenn alles man im Rausch vergisst, was jemals vorher war? Was wisst denn ihr von Leidenschaft, verschwendend alle Glut und Kraft, so heiß, so wunderbar? Vergessenheit und Seligkeit, zu jeder Tollheit neu bereit, macht mich dein Mund, dein Kuss. Jetzt, wo du mich nicht mehr verstehst und wahr ist, dass du von mir gehst, ist Schluss. Für mich ist Schluss. Nur eine Stunde, die dank ich dir an deinem Munde, die gehörte nur mir. Von Liebe, ich sah dich an, du sagtest ewig und wir glaubten daran, dass uns das Leben so viel Schönes wird geben, wollten alle Menschen leben und ganz selig sein, nur zu zwei die eine Stunde, die dank ich dir an deinem Munde, die gehörte nur mir. Der Mann, der gestern mich geküsst, mir heute schon ein Fremder ist, so geht der Lauf der Welt. Denn wahre Liebe gibt es nicht, sie ist ja nur ein Truggesicht, weil jeder sich verstellt.
Man heuchelt Einigkeit und Treue, doch bleibt es gar nicht lang dabei. Am Ende ist man allein. Und doch bleibt mir ein Resümee, bevor ich ganz zum Teufel gehe. Ich will jetzt ehrlich sein. Eine Stunde, die da ich bin, an einem Mond, die gehörte nur mir. Du sprachst von Liebe, ich sah dich an, du sagtest ewig und wir glaubten daran. Lass uns das Leben, so viel Schönes wird geben, wir wollten allem. Was war denn? Ach, nichts. Rechnung. Lisa, es ist besser, wir gehen. Was war denn eigentlich? Ich weiß nicht. Wir sind ebenso beobachtet worden. Wir gehen woanders hin. Ist dir recht? Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, heute gibt meine Darbietung möchte ich Folgendes bemerken. Diese Rehe mit scharfer Munition auf lebende Ziele. Jeder Schuss ist tödlich, so wie er vorbeigeht. Komm, schnell. Ja, die erschossen! Ja. Das ist alles, was ich über meine Beziehung zu Herrn Michailow aussagen kann. Hat der Herr Staatsanwalt noch eine Frage an die Zeugin? Ja. Zeugin, haben Sie Michailow in der Zeit zwischen dem Ohnmachtsanfall der Angeklagten und dem Augenblick, wo er von ihr getötet wurde, nicht gefragt, ob er jene Sängerin kennt? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese Sängerin ausgerechnet vor Ihrer Loge angesichts des Michailow in Ohnmacht fiel? Ich meine, das muss Ihnen doch zu denken gegeben haben. Oder hat er selbst Ihnen eine Andeutung gemacht? Nein. Ich danke. Herr Verteidiger, Ich verzichte. Sie können sich setzen, Zeugin. Legen Sie noch Wert auf andere Zeugen? Ich danke. Nein, Angeklagte, Sie haben die Bestrebungen des Gerichts, die Motive Ihrer Tat aufzuklären, bisher durch konstantes Schweigen sabotiert. Wollen Sie nicht jetzt endlich in letzter Minute ein Geständnis ablegen? Ich sage in letzter Minute, Angeklagte. Es ist in Ihrem Interesse, wenn Sie in der Lage sind, die ausgeführte Tat zu erklären. Sie haben einen Menschen getötet, Angeklagte. Gestehen Sie uns jetzt die Gründe. Ich habe nichts zu gestehen. Sie sind verstockt, Angeklagte. Es widerstrebt mir, die Verhandlung zu beenden, ohne dass Sie selber zu dem Fall Stellung nehmen. Sie müssen doch in irgendwelchen Beziehungen zu Grigori Michailow gestanden haben. Es muss doch irgendetwas zwischen Ihnen beiden vorgefallen sein. Und wie Sie ihn dann an dem Abend wiedersahen, haben Sie ihn erschossen.
Überwinden Sie doch jetzt Ihre Hemmungen und sprechen Sie. Vielleicht finden wir, Ihre Richter, in dem Vergangenen mildernde Gründe, die Ihre Tat in einem anderen Lichte erscheinen lassen, die uns zu einer Verringerung der Strafe berechtigen. Es geht um Ihr Schicksal, Angeklagte. Was wollen Sie denn von mir? Verurteilen Sie mich doch. Ich leugne die Tat ja nicht. Ich schließe hiermit die Beweisaufnahme. Ich erteile das Wort dem Herrn Staatsanwalt. Hoher Gerichtshof, meine Herren Geschworenen, ich brauche Ihre Aufmerksamkeit nicht lange in Anspruch zu nehmen. Die Angeklagte ist der Tat durch einwandfreie Zeugen überführt. Sie gibt ihr Verbrechen zu. Das Gutachten des medizinischen Sachverständigen erklärt sie für voll zurechnungsfähig. Die Angeklagte selbst schweigt sich über die Beweggründe aus, die sie veranlasst haben, einen Menschen vorsätzlich zu töten, ihn kaltblütig zu ermorden. Sie kann damit jedoch den Spruch des Gerichtes nicht aufhalten. Vor dem Gesetz ist die Angeklagte nach dem erwiesenen Tatbestand in vollem Umfang schuldig. Gleichgültig, was auch mal ihre Motive gewesen sein mögen. Eifersucht, Hass oder Rache. Ihr Schweigen ist nicht dazu angetan, irgendwelche Sympathien für sie zu erwecken. Hallo. Im Gegenteil. Wir waren getrennt. Also bitte weiter. Soeben beendet der Staatsanwalt sein Plädoyer, Strafantrag bei Zubilligung mildernder Umstände auf 15 Jahre Zuchthaus wegen Mordes. Wie? Ja, da war nichts zu machen. Jetzt plädiert gerade der Verteidiger. Haben Sie es nicht alle empfunden, meine Herren Geschworenen, dass die Angeklagte nur deshalb nicht zum Sprechen zu bewegen war, weil sie bis ins Innerste erschüttert ist, unfähig auch nur ein einziges Wort hervorzubringen? Haben Sie nie einen Menschen gesehen, den ein niederschmetterndes Erlebnis stumm macht, vor Grauen und Entsetzen, so stumm, dass ihm sein ganzes Schicksal gleichgültig wird? Es wäre sicher ein leichtes für die Angeklagte gewesen, hier als reuige Sünderin zu erscheinen und zu behaupten, von dem Getöteten ein Leben lang gequält worden zu sein, so an ihre Milde appellierend. Dass die Angeklagte schwieg, spricht für sie, nicht gegen sie. Herr Verteidiger? Ja. Entschuldigen Sie eine Unterbrechung. Ja, bitte. Ja, bitte stellen Sie ihn doch da. Ich habe Folgendes zur Kenntnis zu bringen. Die Kriminalpolizei hat auf der Gepäckaufbewahrungsstelle des Hauptbahnhofs einen Koffer ermittelt, der Eigentum der Angeklagten ist. Es ist also die Möglichkeit gegeben, dass sich in dem Koffer Material befindet, das uns über die fraglich gebliebenen Beziehungen zwischen der Angeklagten und Grigori Michailov Aufklärung gibt. Ich behalte mir deshalb vor, nach Prüfung des Inhalts nochmals in die Beweisaufnahme zurückzugehen. Herr Kommissar, bitte öffnen Sie den Koffer. Nein! Nein! Meine Mandantin erklärt sich soeben bereit, ein umfassendes Geständnis über die Motive ihrer Tat abzulegen. Sie bittet jedoch das Hohe Gericht, den Koffer erst nach ihrer Aussage öffnen zu wollen. Vorschriften durch die Angeklagten? Ich protestiere gegen den Antrag des Herrn Verteidigers. Dann werde ich nie reden. Das Gericht lässt sich nicht erpressen. Ich beantrage, den Koffer sofort zu öffnen. Und ich protestiere gegen den Ton des Herrn Staatsanwalts. Ich stelle meinen Antrag zum Entscheid. Absolute Ruhe! Lassen sonst die Zuschauertribüne rein! Herr Staatsanwalt, ich glaube, wir haben doch alle nur ein Interesse, die Wahrheit zu erforschen. Ich glaube, in diesem Sinne zu handeln, wenn ich jetzt dem Wunsch der Angeklagten stattgebe und ihr das Wort erteile. Schließlich geht uns ja der Inhalt des Koffers nicht verloren. Es liegt mir fern, an der Form der Prozessführung Kritik zu üben, aber als Vertreter der Anklage muss ich meine Bedenken aufrechterhalten. Nach den Informationen meiner Mandantin über ihre bevorstehende Aussage bin ich gezwungen, gemäß § 48 der Strafprozessordnung Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen, wegen Gefährdung der Sittlichkeit. Herr Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt. Ja, bitte. Was sagen Sie dazu? Ich sehe keine Veranlassung. Ich gebe dem Antrag statt. Die Öffentlichkeit ist hiermit ausgeschlossen. Die Zeugen halten sich draußen weiter zur Verfügung des Gerichts.
Angeklagte, Sie haben das Wort. ...1912 war es in Warschau. Ich liebe dich und du liebst mich, das gibt mir tollen Mut. Schwör heute ich dir ewig treu, gehör ich dir jede Nacht und tanz mit dir, küss mich hier, geb ich dir heute oder nie. Ich spür in mir, ich fühl in dir das gleiche wilde Blut. Wenn die Wasser kommt, wirbelt im Kreis, küss mich, oh ja, so heiß, lass mich glücklich sein, ja. Ich bin glücklich sein, ja, ich bin Wir sind doch noch zusammen. Aber natürlich, Kinder, nur rasch und ziehen. Wiedersehen! Bis ihr alle so weit seid, bin ich auch fertig. Was sagst du, Wanda, sind Sie nicht alle rührend zu mir? Und es tut dir gar nicht leid, von uns wegzugehen? Doch sehr. Ja, aber trotzdem gibst du das alles auf. Deinen Erfolg, deine Karriere. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Das soll heute das letzte Mal sein. Du wirst nie wieder auf der Bühne stehen. Ja, Wanda, es ist Schluss. Ich brauche dich jetzt nicht. Wenn du es nur nicht eines Tages bereust. Nee, du ahnst ja gar nicht, wie glücklich ich bin. Ich beneide dich. Noch immer Kummer mit ihm. Kummer. Es ist so gut wie aus. Er sieht mich nicht mehr an und redet kaum noch mit mir. Ich möchte Vera Petrovna allein sprechen. Es ist bestimmt nicht recht von Ihnen, dass Sie uns verlassen. Und es ist bestimmt nicht recht von Ihnen, dass Sie die kleine Wanda so schlecht behandeln. Ach was, auch nur eine von jenen Frauen, die Ihnen nach 4 Wochen auf die Nerven fallen. Na, ich glaube, Gregori, Ihnen fällt jede Frau nach 4 Wochen auf die Nerven. Vera. Nicht nur, dass Sie uns heute im Stich lassen, jetzt sind Sie auch noch hässlich zu mir. Sie wissen doch ganz genau, dass es eine Frau für mich gibt, um die ich alle anderen vergessen würde. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sagen das, wo Sie wissen, wie ich Sie anbete? Ach, jetzt muss ich aber ernst werden, Gregori. Zwischen uns hat solch ein Spiel doch keinen Zweck. Ich kenne Ihre verliebten Stimmungen und Sie wissen, dass ich jemanden wirklich liebe. Rittmeister Kirov. Ja.
Grigori Alexandrowitsch, es war ein wunderbarer Abend. Herr Rittmeister, danken Sie nicht mir. Liebste, wirst du nie traurig sein und Sehnsucht haben nach deiner Kunst? Als deine Frau? Manchmal habe ich Angst, dass es zu viel ist, was ich verlange. Aber ich bin so egoistisch, dass ich dich ganz für mich allein haben möchte. Und ich habe nur Angst, dass ich dir so wenig geben kann. Geniert es dich? Jetzt nicht mehr. Weißt du, nun kann ich es dir ja auch gestehen. Was denn? Ich war immer schrecklich eifersüchtig, wenn ich dich auf der Bühne in einer Umarmung sah. Obwohl ich genau wusste, dass das alles nur Spiel ist. Das hat mich doch immer getroffen. Glaubst du, ich habe das nicht genau gespürt? Aber jetzt bist du doch beruhigt. Sag, Vera, ich kann ja die Zeit gar nicht erwarten, wo wir unser Haus haben. Allein sein werden, glücklich. Und uns nichts mehr trennen kann. Das ist wirklich nichts Ernstes, Herr Doktor. Ach was, überhaupt kein Anlass zur Besorgnis. Dem Kind fehlt nichts. So, es wird sicher ruhig schlafen. Adieu, Kleines. Der Onkel geht wieder. Jetzt wirst du schön brav einschlafen, ja? Es hatte den ganzen Abend so fieberige Augen. Das Kind ist kerngesund. Aber Sie machen mir Sorgen, Vera Petrovna. Was gibt's denn Neues an der Front? Haben Sie Nachricht von Ihrem Mann? Ja, natürlich. Gottlob, es geht ihm gut. Na also, dann verstehe ich Ihre gedrückte Stimmung nicht. Tatsächlich, es ist ganz falsch, dass Sie sich seit Monaten so von aller Welt abschließen und sich nicht ein wenig aufheitern. Wenn Ihr Baby mal niest, dann meinen Sie gleich, es muss sterben. Naja, es ist doch wahr. Also mal ernsthaft. Ihre Nerven sind überreizt. Sie brauchen wenig Zerstreuung. Also mal raus aus den vier Wänden und mal andere Menschen sprechen. Kommen Sie morgen, Herr Doktor? Nein, ich komme nicht. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Guten Abend. Darf ich bitten? Grigori Alexandrowitsch. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Warum danken Sie mir? Weil die Einladung von mir ist. Sie haben sie mir geschickt. Enttäuscht? Nein, ich freue mich, dass Sie mich nicht vergessen haben. Wollen wir tanzen?
Diesen Tanz können Sie mir nicht abschlagen, Vera Petrovna. Bei einer Mazurka haben wir Abschied genommen und jetzt bei einer Mazurka sehen wir uns wieder. Grigori, aber der nächste Tanz gehört mir. Ja, natürlich. Willst du mich der Dame nicht vorstellen? Ja, also das ist unsere kleine Xenia, ein neues Mitglied unseres Ensembles, Frau Kirova. Sehr freut mich sehr. Kinder, jetzt müssen wir mit Vera anstoßen. Kellner da! Einen Augenblick. Ich möchte eine Rede halten. Ruhe, Grigori Alexandrowitsch will sprechen. Meine Damen und Herren. Ausgezeichnet. Da es in dieser jämmerlichen Hütte nicht einmal einen Kellner zu geben scheint, der uns etwas zu trinken bringt, so schlage ich vor, diesen Ort des Schreckens zu verlassen. Aber und einen kleinen Hausball zu Ehren der Wiederkehr von Vera Petrovna in meinem bescheidenen Heim zu veranstalten. Wenn die Mazurka wirbelt im Kreis, küss mich, oh Jachenko, so heiß. Lass mich glücklich sein, ja. Ich bin ewig.
kann wirklich nicht. Ich bin schon ganz beschwipst. Und mit mir stoßen Sie nicht an? Nein, wirklich nicht. Ich habe zu rasch trinken müssen und bin es gar nicht mehr gewöhnt. Aber Vera. Ja, ganz verschwommen sehe ich schon alles. Das können Sie mir doch nicht antun. Sie müssen mit mir anstoßen. Auf unser Wiedersehen. Also auf das Wiedersehen mit euch allen und auf diesen netten Abend. Nein, aber das trinken wir. Schenken wir uns noch nach? Auf Wiedersehen, Xenia! Was hat sie denn? Warum ist sie so böse? Habe ich ihr was getan? Ach was, kindische Eifersucht. Auf mich? Kommen Sie, Vera. Wir werden uns doch dadurch nicht die Stimmung verderben lassen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt auch gehe. Mir dreht sich schon alles vor den Augen. Ihr habt mir bestimmt zu viel zu trinken gegeben. Ich bin ja so beschwipst. Bitte, bringen Sie mich jetzt nach Hause. Sie wollen wirklich gehen? Nein. Doch, bitte. Bringen nur Vera nach Hause. Bringen Sie nur heim. Gute Nacht. Ob wir noch einen Wagen bekommen werden. Ich komme sonst nicht mehr nach Hause. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Wo sind wir denn eigentlich? Morgen. Gut geschlafen? Wo bin ich? Bei mir. Robert. Was hast du? Das ist ja nicht möglich. Es war das einzig Mögliche, dich ruhig hier ausschlafen zu lassen.
Helfen mich nicht an! Aber Vera... Ist das Kind schon wach? Nein, es schläft noch. Ich werde es ihm sagen, ja. Wenn er wiederkommt, sage ich es ihm. Ganz bestimmt. Verzeih mir, Liebster. Ja, ich muss ihm alles gestehen. Das Kind ist wach. Ja, ich komme. Schlaf, mein Liebling, es ist noch so früh. Mutti, bleib bei mir. Ja, mein Liebling, ich bleib bei dir. Liebste. Liebste, wein doch nicht. Freu dich doch. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Beruhige dich. Na, erzähle mir. Ist es euch denn immer gut gegangen? Wir hatten ja so viel zusammen. Ja. Gar nicht ernst. Hat mich ganz vermisst. Verzeih mir, ich habe es dir nicht geschrieben. Du hättest dich zu sehr geängstigt. Aber nun ist ja alles vorbei. Dafür bleibe ich jetzt für immer bei dir.
Wiedersehen, mein Engel. Vera, was hast du? Ich? Ja. Du bist seit einigen Tagen so nervös. Nein, du irrst dich ganz bestimmt. Aber ich kenne dich doch ganz genau. Du bist verändert. Hast du mir etwas zu sagen? Nein, nicht. Bedrückt es dich so sehr? Boris, Liebster, so etwas darfst du gar nicht denken. Ich glaubte schon, du liebst mich nicht mehr. Ich bitte dich, sprich so etwas nicht. Es hat geläutet. Ich will nur nachsehen. Du gehst aus? Ja, ich hätte beinahe vergessen. Ich hatte der kleinen Wanda versprochen, bei ihr vorbeizukommen. Ich bin bald wieder zurück. Das war doch Xenia. Ja, sie kam ganz unerwartet. Aber jetzt sind wir allein. Nein, lass sie. Wie schön, dass du da bist. Endlich. Grigori Alexandrowitsch, damit wir uns gleich richtig verstehen. Ich bin kein geeignetes Objekt für Sie. Was heißt das? Nur die Liebe zu meinem Mann hat mich noch einmal hierher getrieben. Haben Sie denn gar kein Gefühl dafür, was Sie mir antun? Sie haben mich gezwungen, meinen Mann zu belügen. Ich hätte Ihnen schon längst alles gestanden, aber ich konnte es nicht. Ich hatte nicht den Mut, weil er zurückkam als ein Kranker, schonungsbedürftig, überempfindlich. Ich begreife dich Ich nicht. habe Sie flehentlich gebeten, mir nicht mehr zu schreiben. Trotzdem schicken Sie mir täglich neue Briefe und versetzen mich dadurch in Angst und Schrecken. Sie versuchen mich mit der Erinnerung an diese Nacht zu erpressen. Vera, bedenke Es gibt für mich nicht zu bedenken. Nur noch das eine. Ich liebe meinen Mann und mein Kind. Das ist mein Leben. Und um mir das zu erhalten, bin ich zu allem entschlossen. Ich würde von nichts zurückschrecken. So. Nun ist alles gesagt, was zwischen uns zu klären war. Ich erwarte von Ihnen, Grigori Alexandrowitsch, dass Sie mich verstanden haben. Und jetzt lassen Sie mich gehen. Wir sprechen uns noch, Herr Michailov.
Boris. Willst du leugnen? Ich danke dir. Madame. Herr Rechtsanwalt. Sagen Sie es mir gleich. Ist noch eine Hoffnung? Keine. Es tut mir leid. Die Scheidung ist vollzogen. Herr Kirov ist von Ihrer Schuld fest überzeugt. Und er glaubt allen anderen Leuten mehr als mir. Die Tatsache, dass dieser Herr Michailov sich allen Aussagen und den sonstigen Konsequenzen durch eine sehr schleunige Flucht entzog, wurde als eindeutiger Beweis für den vollzogenen Ehebruch gewertet. Aber das Kind. Man kann doch nicht so grausam sein, mich von meinem Kind trennen zu wollen. Madame, ich versichere Sie meines aufrichtigen menschlichen Mitgefühls. Aber hier spricht das Gesetz. Wird eine Ehe durch die Schuld der Frau geschieden, so wird das Kind dem Manne zugesprochen. Das sind Konsequenzen, die man tragen muss. So kann nur ein Mensch sprechen, der kein Gefühl hat. Madame, ich habe den Auftrag meines Mandanten, Ihnen von der in Kraft getretenen Scheidung Mitteilung zu machen. Rittmeister Kirov erwartet, dass Sie jetzt vereinbarungsgemäß die bisher gemeinsam innegehabte Wohnung freigeben. Und mein Kind! Es wurde mir weggenommen. Erbarmungslos. Was nun kam, ist sehr rasch gesagt. Monatelang lag ich in schwerem Nervenfieber. Ich verließ das Hospital und alles war anders. Der Krieg hatte Warschau verändert. Kirov mit dem Kind war irgendwohin verschwunden. Ich musste meinen Beruf wieder aufnehmen, um nicht zu verhungern. Aber meine Stimme war nicht mehr dieselbe. Nur an kleineren Kabarets, Amüsierlokalen konnte ich noch Beschäftigung finden. Das Einzige, was mich am Leben hielt, 15 Jahre lang, war die Sehnsucht, mein Kind wiederzusehen. Und mein erster Gedanke in jeder fremden Stadt war, vielleicht wohnt hier Kirov mit meinem Kind. Ich hatte schon jede Hoffnung aufgegeben, bis ich in diese Stadt kam. Ich möchte Herrn Kirov sprechen. Einen Augenblick mal. Ach, gnädige Frau, wenn gnädige Frau einen Augenblick herauskommen wollten, da ist eine Frau. Ja, ich komme. Ja, bitte. Ich bin Frau Kirov.
Ich wollte eigentlich Herrn Kirov sprechen. Mein Mann ist seit 3 Jahren tot. Und sein Kind? Meine Tochter? Ihre Tochter? Woher wissen Sie? Ich kannte Kirov aus Warschau und auch seine erste Frau. Bitte Sie. Mutti! Mutti! Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Was ist denn, Kind? Du, der neue Kleid ist da. Komm, nur einmal schnell anlegen. Ja, fabelhaft. Wunderbar siehst du aus. Ich habe doch die schönste Mutter von der ganzen Welt. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Liebling, ich kann jetzt nicht. Eine Dame ist draußen, mit der ich gerade spreche. Ach, entschuldige, das habe ich nicht gewusst. Ich muss Ihnen etwas anvertrauen, bevor wir hier weitersprechen. Es liegt gewiss nicht in Ihrem Interesse, gnädige Frau, einen jungen Menschen in entsetzliche Verwirrung zu stürzen. Lisa kann jede Sekunde hereinkommen. Sie hat nämlich keine Ahnung, dass ich nicht ihre richtige Mutter bin. Sie weiß nicht, dass ihre wirkliche Mutter schon während des Krieges in Warschau starb. An diese Zeit hat das Kind keinerlei Erinnerung behalten. Es war der Wunsch meines Mannes, dass Lisa niemals die Wahrheit erfahren soll. Ich selbst wehrte mich anfangs dagegen, aber Lisa war ja noch zu klein, um die Wahrheit zu begreifen. Dann aber sah ich sie heranwachsen, sah, wie sie mir zugetan war. Und ich brachte es nicht übers Herz, sie zu verwirren, ihr zu sagen, dass... Nächtelang schlief ich nicht, denn ich wusste, es ist ein Unrecht, sie mit einer Lüge leben zu lassen. Aber mir selbst sind Kinder versagt geblieben. Und ich liebte sie. Liebte sie so sehr, wie ich ein eigenes Kind nicht mehr hätte lieben können. Und sie war so glücklich, dass ich einfach nicht mehr sprechen konnte. Um ihretwillen, denn die Wahrheit hätte sie doch entsetzlich bestürzt. Und alles, mein ganzes Leben, das nur ihr gehört, wäre vielleicht umsonst gewesen. Glauben Sie mir, ich hatte schon vergessen, dass Sie nicht mein... Aber bitte, gnädige Frau, nehmen Sie doch Platz. Ich vergaß völlig in meiner Erregung. Nein, danke. Darf ich fragen, was Sie hierher führte? Kann ich Ihnen vielleicht mit irgendetwas dienlich sein? Nein, danke. Es war eigentlich gar nichts. Ich wollte... Ja. Ich fand durch einen Zufall im Adressbuch den Namen Kirov und dachte, ihn wiederzusehen. Er hat mir einmal vor vielen Jahren Gutes getan. Nun aber kann ich nicht doch vielleicht? Nein, nein, nicht. Es ist besser so. Ich gehe. Sie beschämen mich, so habe ich es nicht gemeint. Es war nur meine Angst. Doch. Sie hatten ganz recht. Geben Sie wohl. Ich hatte meine Tochter wiedergesehen. Es waren schwere Stunden für mich, bis mir klar wurde, dass ich auf sie verzichten muss. Was hätte ich ihr geben können? Meine Liebe hätte sie nur erschreckt. Mein Leben sie nur entsetzt. Da wusste ich mit einem Mal, dass alles so bleiben muss. Und ich war glücklich, weil ich sie glücklich sah. Und am Abend desselben Tages. Das uns das Leben so viel Schönes wird geben, wollten alle Menschen leben. Was denn, Werner? Was ist denn passiert? Sei, lass sie einen Augenblick in Ruhe. Sie kommt schon wieder zu sich. Los, weiter. Was ist denn hier?
erschoss sich. In diesem Koffer liegen meine Papiere. Sie beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Wäre er vorhin geöffnet worden, so hätten alle erfahren, dass ich die richtige Mutter bin. Nur um das zu verhindern, habe ich bisher geschwiegen, bereit, jedes Opfer dafür zu bringen. Nur deshalb habe ich vor Ihnen allein sprechen wollen. Und jetzt bitte ich Sie, helfen Sie mir, dem Kind eine Wahrheit zu ersparen, die es bestimmt für sein ganzes Leben unglücklich machen würde. Frau Kowalska, Ihre Schilderung lässt die von Ihnen verübte Tat allerdings in einem anderen Lichte erscheinen. Mit Zustimmung des Herrn Staatsanwalts möchte ich jetzt den Inhalt des Koffers prüfen lassen. Bitte, Herr Wachtmeister, öffnen Sie den Koffer. Ja, es handelt sich hier um Dokumente in russischer Sprache. Ich bitte den Herrn Sachverständigen Pawlow. Ja, bitte. Bitte wollen Sie diese Papiere hier auf ihre Echtheit untersuchen. Sie sind der Aussage der Angeklagten genau gefolgt? Jawohl, Herr Vorsitzender. Gut, vielleicht können Sie uns gleich hier an Ort und Stelle berichten, ob die Papiere hier die Aussagen der Angeklagten glaubhaft bestätigen. Herr Staatsanwalt? Ich beantrage Wiederherstellung der Öffentlichkeit, weil aus der Schilderung der Angeklagten nicht hervorgeht, dass hier eine Gefährdung der Sittlichkeit besteht und somit keine Möglichkeit vorhanden ist, den wahren Sachverhalt der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Vor der Öffentlichkeit? Das ist doch nicht möglich. Angeklagte, Sie haben schon einmal die Großmut des Herrn Vorsitzenden ausgenutzt und sich in den Gang der Prozesshandlung eingemischt. Wir suchen Sie dringend, Vernunft anzunehmen und nicht Dinge zu fordern, zu denen Sie kein Recht haben. Ja, um des Himmels Willen, begreifen Sie denn doch jemand nicht? Das Nichtbegreifen liegt hier auf Ihrer Seite. Sie haben einen Menschen getötet und wir, Ihre Richter, haben Sie dafür abzuurteilen. Sie haben uns die Motive Ihrer Taten unendlich gestanden. Wir werden die Wahrheit nachprüfen und danach werden die Geschworenen ihren Spruch fällen. Das Gericht urteilt objektiv, Angeklagte. Was gesagt werden muss, lässt sich nicht verschweigen. Ja, soll denn mein ganzes Opfer umsonst gewesen sein? Das können Sie doch nicht wollen. Ich beantrage nochmals Wiederherstellung der Öffentlichkeit. Nein, nein, nicht. Mäßigen Sie sich, Angeklagte. Ich kann jetzt nicht ruhig sein. Wozu habe ich denn gesprochen? Doch nicht meinetwegen, um weniger hart bestraft zu werden. Nur für meine Tochter. Sie darf nicht erfahren, dass ich ihre Mutter bin. Nun ist aber genug! Was wollen Sie denn von mir? Verurteilen Sie mich doch. Mein Leben ist mir völlig gleichgültig. Es hat seinen letzten Sinn erfüllt. Ich durfte mein Kind vor einer großen Gefahr bewahren. Und jetzt soll ich ruhig zusehen, wie Sie es unglücklich machen, indem man unnützerweise seine Herkunft an die Öffentlichkeit zerrt. Das hätten Sie sich alles früher überlegen Herr müssen. Staatsanwalt, das können Sie für Ihr Plädoyer aufheben. Angeklagte, jetzt aber Vernunft. Ich fordere Sie zum letzten Mal auf, die Verhandlung nicht mehr zu unterbrechen. Sonst muss ich Sie abhören lassen. Was wird jetzt geschehen? Werden Sie sagen, dass Sie alles vernichten? Ich verstehe Sie nicht. Hier geht es schließlich für Sie um 15 Jahre Zuchthaus. Warum haben Sie mir das alles nicht schon längst mitgeteilt? Das Muttermotiv ist doch eine glänzende Chance für Sie, wie sie noch gar nicht da war. Lassen Sie mich nur machen. Davon werden Sie nicht sprechen. Wollen Sie mich in den Wahnsinn treiben? Also bitte beruhigen Sie sich. Schön, wie Sie wollen. Aber das sage ich Ihnen. Ich lehne jede Verantwortung ab. Die Öffentlichkeit ist wiederhergestellt. Herr Wachtmeister. Die Dame hat hier gesessen. Dann regen Sie noch ein Stück, ist noch Platz hier. Unverschämtheit.
Ich ersuche dringend um Ruhe. Ich erteile zunächst dem Herrn Sachverständigen das Wort über die in dem Koffer vorgefundenen Dokumente. Bitte, Herr Doktor. Ich habe die mir übergebenen Dokumente einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es handelt sich hier zweifelsfrei um echte amtliche Familienpapiere sowie eine Scheidungsurkunde, deren Inhalt mit der stattgehabten Aussage der Angeklagten übereinstimmt. Ich danke, Herr Doktor. Wir fahren jetzt in der Verhandlung fort. Die Angeklagte hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit über ihre Familienverhältnisse und über die Motive ihrer Tat viele Aufschlüsse gegeben. Durch gutachtliche Bestätigung des Herrn Sachverständigen ist weitere Beweisaufnahme überflüssig. Ich erteile daher dem Herrn Staatsanwalt das Wort zum erneuten Plädoyer. Hoher Gerichtshof, meine Herren Geschworenen. Ich habe bereits in meinem ersten Plädoyer auseinandergesetzt, dass die Angeklagte des vollendeten Totschlags überführt ist. In der Schuldfrage hat sich durch die Schilderung der Angeklagten kein neuer Gesichtspunkt ergeben. Indessen haben sich die Gründe für die Strafzumessung durch die Erklärung der Angeklagten über ihre Motive wesentlich verändert. Da in Verbindung mit dem Gutachten des Sachverständigen an der Wahrheit ihrer Aussage nicht zu zweifeln ist, beantrage ich unter Ablehnung meines früheren Strafantrages die Angeklagte wegen vollendeten Totschlags unter Zubilligung mildernder Umstände zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren zu verurteilen. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Hoher Gerichtshof, meine Herren Geschworenen. Die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat einwandfrei ergeben, dass der getötete Grigori Michailow der Zerstörer der früheren Ehe meiner Mandantin war und Hauptschuldiger an ihrem seelischen und materiellen Zusammenbruch. Ihrer Rehabilitierung hat er sich seinerzeit durch feige Flucht entzogen. Als ich ihn nach vielen Jahren am Abend des 28. November in dieser Stadt plötzlich wiedersah, war es verständlich, dass sie im Affekt mit diesem gefährlichen Frauenjäger Abrechnung hielt und, da ihr der Zufall eine Waffe in die Hand spielte, ihn in jäher Auffallung niederschoss. Da die Angeklagte unter dem Zwange der geschilderten Umstände in verständlichen Affekt gehandelt hat, sind die Voraussetzungen für die Verurteilung wegen Totschlages nicht gegeben und ich beantrage daher, die Angeklagte freizusprechen. Angeklagte, Sie haben das letzte Wort. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Nein. Ich schließe hiermit die Verhandlung. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. So sprechen Sie doch, reden Sie. Tja, liebe Frau Kowalska, beim Staatsanwalt haben Sie Glück gehabt. Mich haben Sie gezwungen zu schweigen, aber das Gericht... Was ist mit dem? Ach, beim Gericht gibt es nichts. Das Gericht muss in der Begründung des Urteilsspruchs alle Gründe klarlegen. Und es ist undenkbar, dass man dabei darüber hinweggeht, dass es sich hier um Ihre Tochter gehandelt hat. Ist das vielleicht meine Schuld? Oder glauben Sie, die Geschworenen nehmen auf das Erscheinen des Abendblattes Rücksicht? Ja, es dauert bereits 3 Stunden. Was ist denn da los? Hallo, da sehe ich eben die Leute wieder in den Saal rennen. Ah, die Sache geht weiter. Ich gebe Ihnen gleich das Urteil durch. Schluss!
Angeklagte Vera Kowalska ist des vollendeten einfachen Totschlages schuldig. Sie wird unter Zubilligung mildernder Umstände gemäß § 148 zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren verurteilt. Die erlittene Untersuchungshaft wird ihr auf die Strafe angerechnet. Aufgrund des Ergebnisses der Hauptverhandlung und des glaubhaften Geständnisses der Angeklagten hat sie sich im Sinne des Eröffnungsbeschlusses schuldig gemacht. Sie hat vorsätzlich einen Menschen, nämlich den Pianisten Grigori Michailow, getötet, indem sie ihn durch 2 Revolverschüsse tödlich verletzt. Die Bestrafung musste erfolgen, da die Gutachten des Sachverständigen keine Anhaltspunkte ergeben haben, dass die Angeklagte etwa nicht im Besitz ihrer freien Willensbestimmung gewesen ist. Das Gericht hat jedoch der Angeklagten nicht nur mildernde Umstände zugebilligt, da sie nachweisen konnte, dass Grigori Michailow aufs Äußerste verwerflich an ihr gehandelt hat, sondern es ist sich sogar darüber hinaus schlüssig geworden, ein Gnadengesuch der Angeklagten befürworten zu wollen. Denn in dem Teil der Hauptverhandlung, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hat sich als ausschlaggebendes Motiv für die Tat der Angeklagten ergeben, dass die Angeklagte ein junges Mädchen vor der Verführung dieses als moralisch nicht einwandfrei anzusehenden Mannes beschützen wollte. Die Verhandlung ist beendet. Gratuliere! Wissen Sie denn, was das bedeutet? Das ist so gut wie ein Freispruch. Nur mit dem Unterschied, dass bei einem Gnadengesuch keine genaue Begründung vor der Öffentlichkeit zu erfolgen braucht, sondern erst in dem von mir einzureichenden schriftlichen Gnadenverfahren. Das Gesuch setze ich natürlich heute noch auf. Frau Kowalska, verlassen Sie sich auf mich, ich bringe alles in Ordnung. Auf Wiedersehen. Entschuldige, Mutti. Ich wollte nur... Ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihnen alles Gute wünsche. Ich danke Ihnen, Frau Lewis.